Ah. Ich hatte immer schon was für geheime Schätze übrig. Das mit dem doppelten Boden hat der Beinbach ja ganz gut hingekriegt, aber den Rest? Tja, er ist und bleibt eben ein kleiner Gauner. Mit einer großen Klappe. Der Unsinn, den er immer erzählt. Mit seiner Diamantenmine. Brasilien, oder? Wir wetten, die waren nie in Südamerika. Hast du mal den Akzent seiner Tochter gehört? Ich bin deiner Schwester wirklich zu Dank verpflichtet. Ihre Geschäftsverbindungen sind unbezahlbar. Ich fände es ganz angemessen, wenn wir uns etwas beeilen und vorsichtig wären. Schöne Truhe. Richtiges Schmuckstück. Und erst der Inhalt. Ich bin sicher, Carla freut sich, wenn sie erfährt, was sie da importiert. Da stecken Sie also unter einer Decke. Naja, ich hatte schon von Anfang an ein ungutes Gefühl. Dann hätten Sie Ihrem Gefühl mal vertraut. Aber vielleicht war das ja auch alles nur die Idee von Ihrem Lover. Ich wasche sein Schwarzgeld, damit seine Weste weiß bleibt. Naja, war ja auch ganz praktisch. Auf ihre Gier konnten wir uns eben verlassen. Ach, Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass Sie mich in meiner eigenen Bank hintergehen können, oder? Naja, vielleicht sage ich das eine oder andere zu optimistisch. Aber glücklicherweise haben sich ja jetzt die Rahmenbedingungen komplett geändert. Also ich sehe das so. Das Gelingen dieser Schwarzgeldtransaktion hängt doch ganz an meiner Unterschrift. Ich trage somit das alleinige Risiko. Ihre Kombinationsgabe ist wirklich erstaunlich. Herzlichen Dank. Ich finde, das sollte sich auf meine Profession auswirken. Jetzt übertreiben Sie es mal nicht, ja? Mein Name taucht nirgendwo auf und ich habe Zeugen dafür, dass ich von diesen schmutzigen Geschäften wirklich nichts wusste. Sie dagegen haben nichts in der Hand, wenn Sie auffliegen. Wenn ich auffliege, dann reise ich Sie auf jeden Fall mit. Ich bin gespannt, was Carla dazu sagt. Und Ihr Vater, junger Graf. Wie viel wollen Sie? Nur eine faire Beteiligung. Die Hälfte für Sie und die Hälfte für mich. Aus dem Gewinn von unserem Bauprojekt. Sie müssen verrückt sein. Wissen Sie, ich habe eine große Klappe. Und wenn man die stopfen will? Das Finanzamt wäre weniger bescheiden. Ich sehe Sie dann gleich noch in Ihrem Büro. Ich hätte nämlich gerne einen kleinen Vorschuss. Ja? Es hat uns gerade noch gefehlt. Abwarten. Wir haben doch einen Trumpf in der Hand. Ich habe mich aber sehr über Ihren Besuch gefreut. Vielen Dank nochmal für die schönen Blumen. Ich wünsche Ihnen beiden eine gute Besserung. Ja, ich schaue die Tage dann noch mal rein. Weißt du noch, wie wir uns als Kinder vor dem Einschlafen immer Gespenstergeschichten erzählt haben? Gruselig waren die. Aber ich konnte nie genug davon bekommen. Ja, ich musste mir immer wieder was Neues ausdenken. Ich war oft schon so müde und wollte schlafen, aber du wolltest immer noch eine Geschichte hören. Wolltest du deswegen so schnell wie möglich ein eigenes Zimmer haben? Nein. Ich wollte so schnell wie möglich mein eigenes Leben leben. Weißt du, dass ich dich früher immer bewundert habe? Das glaube ich nicht. Doch wirklich. Ich wollte früher so sein wie du. Selbstsicher, schlagfertig, umschwärmt. Vielleicht wollte ich deswegen auch immer in deiner Nähe sein. So wie du jetzt die Nähe von Carla von Lahnstein suchst. Wieso? Naja, ihr beide, ihr seid sehr vertraut. Carla ist eine gute Freundin von mir. Ach so, naja. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ja, sieht so aus. So. Haben Sie das Geld?
Um ehrlich zu sein, ich finde Ihre Forderung etwas überzogen. Man sollte sich eben genau überlegen, mit wem man sich anlegt. Tja. Ja. Bevor Sie mich weiter volltexten, hören Sie sich mal das hier an. Du willst deine eigene Verlobte entführen. Ja, das wirst du tun. Ich spiele vor der Familie den besorgten Verlobten. Darin habe ich ja Übung. Ich habe alles geplant. Das ist ganz einfach. Für dich. Mir hetzen die Landstands seiner Privatarmee auf die Fersen. Du sitzt gemütlich im Schloss. Im Schloss bin ich aber über alles informiert und kann vielleicht verhindern, dass sie die Polizei holen. Die werden doch nicht so einfach 10 Millionen abdrücken. Glaub mir, das zahlt der Graf aus der Portokasse, der liebt seine Tochter. Ich finde, das ist auch als Kopie noch eine recht gelungene Aufnahme, finden Sie nicht? Hallo. Packst du auch schon? Ja, mir geht's gut und ich will so schnell wie möglich nach Hause. Ja, ich wollte mich nur verabschieden. Mach's gut. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Dann lass es einfach. Ich will sowieso nichts mehr davon hören. Besuchst du mich mal auf eine Tasse Tee? Ja, warum nicht? Hallo, Frau Jones. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ach, gut. Danke. Fertig mit Packen? Ob wir den zukriegen? Wenn du so weitermachst, dann könntest du bald Mutter Theresas Orden beitreten. Aber du hast ja leider nur noch eine Niere zum Spenden. Sprichst du mit mir, ja? Sei doch froh, dass es wenigstens einer noch tut. Wirst du eigentlich abgeholt? Ich könnte dich mitnehmen. Danke, nein. Eher gehe ich zu Fuß. Schließlich habe ich immer noch 2 Beine. Naja, du hast es ja auch nicht eilig. Schließlich wartet niemand in deiner großen, schönen, leeren Wohnung. Vielen Dank für deine Anteilnahme. Du bist und bleibst der bedauernswerteste Mensch, den ich kenne. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Du willst ja sicher noch bleiben, oder? Ganz bestimmt sogar. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe mich noch gar nicht wirklich bei dir bedankt. Du warst mir in den letzten Wochen wirklich eine große Hilfe. Ich kann dich doch in so einer Situation nicht im Stich lassen. Bis später. Bis später. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Nicht so stürmisch, meine Narben. Aua, aua. Aber ich freue mich einfach so, dass es dir wieder gut geht. Du siehst großartig aus. Ja, ja. Vielleicht sollte sich jede Frau ab und zu eine neue Niere gönnen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jetzt können wir endlich auf unsere einsame Insel fahren. Doch eigentlich wollte ich ja heute viel mehr Zeit mit dir verbringen. Aber den Termin mit meinem Vater muss ich unbedingt wahrnehmen. Ich wollte mich ja sowieso noch ein bisschen hinlegen. Hallo. Hi. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Nein, nein, ich bin nur ein bisschen überrascht. Ja, dann kann ich ja beruhigt gehen. Am Besuch mangelt sie jedenfalls nicht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Du hattest doch gesagt, ich könnte mal auf eine Tasse Tee vorbeikommen. Ja, klar. Ich habe nur gar nicht so schnell mit dir gerechnet. Mir ist doch noch ein bisschen wackelig und ich dachte, vielleicht geht's dir auch so. Geteiltes Leid. Die Gräfin kümmert sich ja wirklich rührend um dich. Ja, das ist wirklich eine tolle Freundin. Verstehe gar nicht, was so eine klasse Frau an Bernd findet. Er wird schon seine Qualitäten haben. Ich mach uns mal den Tee. Die müssen aber ganz neu sein. Im Ernst, Hanna, da passt doch nichts zusammen. Der Mann hat doch überhaupt nicht ihr Niveau. Bist du sicher, dass niemand hier ist? Ja, die sind alle weg. Warte mal, ich habe was gehört.
Das war nix. In so einem alten Gemäuer knackt immer irgendwas. Ich find's echt klasse von dir, dass du mir hilfst. Ich mach das nicht nur deinetwegen. Weißt du, ich hab Bock auf den Stress, wenn die merken, dass das Teil weg ist. Ich bin die Einzige außer der und Carla, die auch einen Schlüssel hat. Außer das Hausmädchen natürlich. Verstehe. Sorry nochmals. Hallo Maus, schon mal was von Einklopfen gehört? Dad, ich dachte... Ich glaube, ich kenne deine Freundin noch nicht. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich zur Begrüßung aufstehe. Eine Kommilitonin? Das? Nein, das ist eine... So, ist das nicht Carlas Kette? Die? Ja, ich, Ja, hat sie diese gegeben oder wie kommst du dazu? Danke, nein. Du weißt ja, wir sollten im Moment nicht so viel trinken. Ich freue mich übrigens, dass wir wieder ohne Streit miteinander reden können. Ja, schon erstaunlich, was so eine Operation alles bewirken kann. Darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, natürlich. Ihr mögt euch sehr, die Gräfin und du, oder? Ja, wie gesagt, wir sind sehr gute Freundinnen. Freundinnen wie Freundinnen. Ja, was denn sonst? Ja. Die Art, wie ihr euch anseht, wie sie dich berührt. Kann es sein, dass sie der Grund ist, warum du dich von Lars getrennt hast? Das nächste Mal fragst du gefälligst, meine Liebe, verstanden? Ja, ganz bestimmt. Versprochen. Du bist wohl meine Tochter, aber das heißt noch lange nicht, dass du dir alles erlauben darfst. Ich weiß. Ja, anscheinend nicht, sonst hättest du dir nicht einfach die Kette genommen, ohne zu fragen. Dad, es tut mir leid. Aber die hat so gut zu meinem neuen Kleid gepasst. Echt? Toll. Das ist doch keine Entschuldigung. Du kannst froh sein, dass Carla noch nichts davon gemerkt hat. Ja, Dad, du sagst dir aber auch nichts, oder? Ja, natürlich nicht. So, und wenn ich nur bitten darf? Ja, klar. Ah. Und das nächste Mal wäre ich froh, wenn ich deine Freundin außerhalb der Badewanne kennenlernen könnte, ja? Das lässt sich einrichten. Das hat ja gerade noch geklappt. Echt? Ist aber ein ziemlich cooler Typ, dein Vater. Finde ich auch. Das soll es aber mal Felix hören. Der zieht doch über jeden her. Jedenfalls danke, dass du mir geholfen hast. Bitte. Wenn dir das Thema unangenehm ist. Nein. Das ist schon okay. Ich hoffe trotzdem, wir treffen uns bald mal wieder. Ja, gerne. Wir können ja telefonieren. Du wirst doch niemandem von deiner Vermutung erzählen, oder? Bernd ist also nur Tarnung. Die Verlobung ist eine Farce. Und Carla und du, ihr seid ein Paar. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass du lesbisch bist. Tja, das ist auch egal. Ich liebe Carla, wie ich noch nie einen Menschen geliebt habe. Silvia, das darf aber niemand erfahren. Carlas Vater würde ihr nie verzeihen. Das glaube ich allerdings auch, ja. Was denkst du gerade? Ich werde euer Geheimnis nicht verraten. Wirklich? Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Ich fass es nicht. Ich dachte, wir hätten alles überstanden und jetzt kommt deine Schwester und macht alles kaputt. Das ist doch gar nicht gesagt. Wie hat sie es denn überhaupt rausbekommen? Sie kennt mich auch, wenn ich verliebt bin. Jetzt hat uns deine Schwester in der Hand. Sie hat mir versprochen zu schweigen. Und du glaubst ihr das? Ja. Dann können wir nur hoffen, dass du recht hast. Ja, dann vielen Dank für so viel Einsatz zu so später Stunde. Der Vertrag dürfte damit unterschriftsreif sein. Keine Ursache. Ich arbeite immer wieder gern für den Erfolg der Landstein Holding. Das ist doch mein Stichwort. Ich werde noch ein Stündchen im Büro bleiben und mich auf den aktuellsten Stand bringen. Ach,
Schön, dass Sie sich schon wieder so fit fühlen nach der Operation. Tja, einen schönen Abend noch. Immer noch besser im Büro zu sitzen, als alleine zu Hause die Wände anzustarren, was? Lass dir doch eine Liege reinstellen, dann kannst du gleich hier wohnen. Oder besser nicht. Die Zeit hier ohne dich, die war nämlich einfach zu paradiesisch. Hast du keinen Friseur?